Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch auf eine ganz besondere Reise mit. Und zwar geht es nach Tschechien, genauer gesagt in die Nähe von Budweis in Südböhmen. Dort kann man Impactgläser finden, die sogenannten Moldavite. Die sind entstanden, als ein Asteroid vor rund 15 Millionen Jahren in Süddeutschland einschlug. Und diese Moldavite, die gucken wir uns mal genauer an. Wir befinden uns im Erdzeitalter des mittleren Miozäns vor rund 14,9 Millionen Jahren. Im Gebiet des heutigen Süddeutschlands, rund um den Ort Nördlingen, bedeckten weiche Tone und Sande der oberen Süßwassermolasse die hellen Gesteinsschichten des Weißen Juras. Nachdem sich das Molassemeer zurückgezogen hatte, blieb eine weitläufige Fluss- und Seenlandschaft zurück. Das Klima war warm und feucht, subtropisch, ähnlich wie im heutigen Florida. Doch gleich wird hier etwas geschehen, das alles verändern wird. Ein Asteroid von etwa 1,5 Kilometern Durchmesser rast mit rund 20 Kilometern pro Sekunde auf die Erde zu. Das sind über 70.000 Kilometer pro Stunde. Ein modernes Verkehrsflugzeug erreicht etwa 900 Kilometer pro Stunde. Dieser Asteroid war also fast 80 Mal schneller. Der Eintrittswinkel beträgt etwa 40 Grad, ein Detail, das später noch wichtig wird, wenn wir über die Verbreitung der Moldavite sprechen. Vor dem Asteroiden komprimiert sich die Atmosphäre zu einer extrem heißen Druckwelle. Im nächsten Augenblick trifft er auf die Erdoberfläche. Innerhalb von Millisekunden wird seine Bewegungsenergie freigesetzt. Im Folgenden versuche ich, den weiteren Ablauf der Ereignisse Schritt für Schritt nachzuvollziehen. In der unmittelbaren Kontaktzone werden kurzfristig Temperaturen im Bereich von mehreren 10.000 Grad erreicht. Der Druck erreicht Werte von über 1 Million bar. Es entsteht eine extrem heiße Dampf- und Plasmazone, also ein Gemisch aus Gesteinsdampf und ionisierten Gasen. Im Bereich der Kontaktzone bildet sich eine Schockwelle aus, die mit Überschallgeschwindigkeit durch das Gestein rast und tiefer liegendes Gestein zerreißt, verdichtet und aufschmilzt. Im weiteren Verlauf breitet sich die Schockwelle im Gestein weiter aus. Gleichzeitig wird die Druckwelle, die der Asteroid vor sich herschiebt, an der Erdoberfläche reflektiert. Und in der Kontaktzone zwischen Asteroid und Untergrund schießt seitlich ein glühender Plasmajet heraus. Knapp außerhalb der Kontaktzone steigt die Temperatur schlagartig auf über 2500 Grad an. Gerade genug, um Material vollständig aufzuschmelzen, ohne es zu verdampfen. Die in dieser Zone liegenden Sande und Tone verwandeln sich innerhalb kürzester Zeit in eine zähflüssige Silikatschmelze. Diese Schmelze wird vom Plasmajet erfasst, zerfetzt und mitgerissen. Das ist die Geburtsstunde der Moldavite. Was hier noch deutlich wird, ist, dass die Moldavite aus irdischem Material bestehen, das beim Einschlag aufgeschmolzen wurde. Geochemische Analysen bestätigen das eindeutig. Ihre Existenz verdanken Moldavite jedoch vollständig der Energie dieses kosmischen Ereignisses. Der Plasmajet katapultiert die noch flüssigen Moldavite weit hinaus. Modellrechnungen gehen davon aus, dass diese in einer ballistischen Flugbahn bis in 60, vielleicht sogar 100 Kilometer Höhe geschleudert werden. Dabei kühlen sie ab und regnen nach etwa 3 bis 5 Minuten mehrere hundert Kilometer weiter im heutigen Tschechien als Glas vom Himmel. Man stelle sich diesen Glasregen vor. Jetzt wollen wir uns den ganzen Ablauf nochmal von vorne anschauen. Die Moldavite waren schon auf ihrem Weg in Richtung Osten unterwegs, als sich die eigentliche Kraterbildung des Nördlinger Rieses mit ungeheurer Gewalt fortsetzte. Die Details der Kraterbildung, das wäre ein eigenes Thema. Aber vielleicht so viel. Ich habe mal ganz grob abgeschätzt, welche Energie freigesetzt wurde, als der Asteroid mit der Erde kollidierte. Einfach um ein Gefühl für dieses Ereignis zu bekommen. Und demnach war die Energie, die dort freigesetzt wurde, rund 16 Millionen Mal größer
als die Energie, die freigesetzt wurde, als die Bombe von Hiroshima fiel. Das hier ist ein Moldavit, der damals in dieser gigantischen Naturkatastrophe entstanden ist. Der hier ist damals rund 300 Kilometer durch die Luft geflogen und im heutigen Böhmen gelandet. Sowas in der Hand zu halten, fühlt sich schon sehr besonders an. Die grüne Farbe ist typisch für Moldavite und ein echter Glücksfall. Sie entsteht durch winzige Beimengungen von Eisen, das sich in den Sand- und Tonablagerungen befunden hat, aus denen sich diese Gläser gebildet haben. Und je nachdem, wie sich die Sand- und Tonablagerungen lokal genau zusammensetzten, entstanden hellgrüne, gelbgrüne, flaschengrüne, olivgrüne oder auch bräunlichgrüne Varianten. Hierin unterscheiden sich Moldavite auch von anderen Impaktgläsern oder auch Tektiten, wie man Silikatgläser gemeinhin nennt, die durch Asteroideneinschläge entstanden sind. Tektite findet man auch in anderen Regionen der Erde, wie beispielsweise in Australien, Südostasien oder Nordamerika. In der Regel sind die aber dunkelbraun oder schwarz und daher deutlich weniger durchsichtig. Typischerweise haben Moldavite aerodynamische Formen, die an Tropfen, Scheiben, Linsen oder Knollen erinnern und die im Flug durch die Atmosphäre entstanden sind. Ihre Oberfläche ist oft von Grübchen und Furchen durchsetzt, wie man das auch bei diesem Exemplar schön beobachten kann. Die sind aber erst später durch chemische Verwitterung im Boden entstanden, die über Hunderttausende von Jahren hinweg auf diese Silikatgläser eingewirkt hat. Diese Karte zeigt das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Moldavite. Die Fundgebiete sind als dunkelgrüne Flächen gekennzeichnet. Die meisten Moldavite kommen aus Südböhmen und aus Mähren im heutigen Tschechien. Links im Bild ist der Rieskrater zu sehen, also der eigentliche Entstehungsort. Die Flugrichtung des Asteroiden, ihr erinnert euch, er traf nicht senkrecht auf die Erdoberfläche, sondern in einem flachen Winkel, ist hier mit einem roten Pfeil markiert. Man kann sich das Ganze dann in etwa so vorstellen. Der Asteroid kollidiert mit der Erdoberfläche und durch diesen seitlichen Impuls werden die geschmolzenen Gesteinströpfchen in östliche Richtung geschleudert. Wenige Minuten später landen sie im heutigen Böhmen und Mähren, wo man sie heute finden kann. Ein weiteres Fundgebiet, das ich noch nicht erwähnt hatte, liegt in der östlichen Lausitz. Viele wissenschaftliche Darstellungen gehen davon aus, dass auch diese Moldavite durch den Einschlag dorthin geflogen sind. Der Moldavitforscher und Mineraloge Michael Hurtig sieht das etwas anders. Er vermutet, dass die Lausitzer Moldavite nicht direkt durch die Flugbahn dorthin gelangt sind, sondern erst später durch die Urmoldau und die Urelbe aus Böhmen in diese Region verfrachtet wurden. In einer umfangreichen Studie konnte er zeigen, dass Moldavite diesen langen Flusstransport erstaunlich gut überstanden haben dürften. Für seine These spricht, meine ich, auch, dass die Moldavite der Lausitz allesamt rundliche Formen zeigen, wie sie für Flusskiesel typisch sind. Zudem werden sie nur in Flussablagerungen gefunden und die sind deutlich jünger als der Einschlag von Nördlingen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Michael, der mir sein Kartenmaterial für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Einige seiner wichtigsten und wirklich lesenswerten Veröffentlichungen findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir aber mal losziehen und selber nach Moldaviten suchen. Wo man sie finden kann, haben wir ja recherchiert. Während wir an Nördlingen vorbei über Nürnberg in Richtung Budweis fahren, kann ich ja mal etwas über die Geschichte der Moldavite erzählen. Die ersten Stücke fand man in Böhmen in den Tälern der Moldau, daher auch der Name Moldavit. Schon im 18. Jahrhundert tauchten diese immer wieder mal beim Pflügen auf. Grüne Gläser, die man für Drachensteine oder Liebesamulette hielt. Später, im 19. Jahrhundert, gaben Forscher diesen Gläsern dann ihren heutigen Namen, Moldavit. Damals dachte man allerdings noch, dass es sich dabei um vulkanisches Glas, also sowas wie Obsidian handelt. Um 1900 vermutete dann der österreichische Geologe Franz Eduard Süß, dass Moldavite durch einen Meteoriteneinschlag entstanden sind. Und der dafür entscheidende Beweis kam dann in den 1960er Jahren. Da konnten Geologen zeigen, dass Moldavite das gleiche Alter haben wie der Rieskrater in Süddeutschland
und dass ihre Zusammensetzung mit den Sedimenten der oberen Süßwassermolasse vergleichbar ist. Vielleicht noch ganz interessant ist die Tatsache, dass Moldavite die einzigen Tektite sind, die man in Europa bisher gefunden hat. Ein paar Stunden ist es heute noch hell, deshalb wollen wir uns noch ein paar Orte anschauen, an denen in der Vergangenheit immer wieder Moldavite gefunden wurden. Hinter mir sieht man einen Acker, der leider aber besät ist, sodass wir ihn nicht betreten können. Leider wird es heute nichts hier mit sammeln, aber wir werden uns noch eine andere Location angucken. Wir haben dann noch einen weiteren Acker besucht. Auch der war eingesät und daher konnten wir nur am Rand entlang laufen und so ein bisschen zwischen der Bepflanzung auf den Boden gucken. Also heute war es noch nichts, aber wir sind ja erst am Anfang unserer Reise. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen Budweis an und morgen geht es dann nach Besednice. Das ist ein Ort etwas weiter im Süden, der in der Vergangenheit große Berühmtheit für seine Moldavit-Funde erlangt hat und wo auch heute noch ganz fantastische Moldavite gefunden werden.